Nelly Kim Furtado, 2. Dezember 1978 in Victoria, British Columbia, ist eine portugiesisch-kanadische Sängerin, Songwriterin, Multiinstrumentalistin und unter anderem Grammy-Preisträgerin. Des Weiteren ist sie als Schauspielerin und Moderatorin tätig und veröffentlichte im Zeitraum seit dem Millenniumwechsel bisher 6 Alben. Leben, Kindheit und Jugend. Nelly Furtado wurde als drittes Kind der portugiesischen Einwanderer Maria Manuela und Antonio José Furtado geboren. Ihren Namen erhielt sie in Anlehnung an die sowjetische Turnerin Nelly Kim. Die Eltern waren 1967 vor dem Salazar-Regime aus ihrer Heimatgemeinde Ponta Garza, Kreis Vila Franca do Campo, Insel São Miguel, auf den Azoren geflohen und nach Kanada emigriert. Durch ihren ethnischen Hintergrund und die soziale Stellung ihrer Eltern als Zimmermädchen und Steinmetz wurde Furtado schon früh geprägt. Ihre Eltern erzogen sie im römisch-katholischen Glauben und nach der Auffassung, dass man allein durch harte Arbeit im Leben vorankommt. Sie besuchte die Mount Douglas Secondary School und begann als 12-Jährige im Sommer zusammen mit ihrer Mutter als Zimmermädchen im Robin Hood Motel von Victoria zu arbeiten. Dieser Tätigkeit ging sie insgesamt 8 Jahre lang nach. In ihrer Jugend litt Furtado unter Depressionen und hatte ein schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern. Dementsprechend verließ sie nach dem Abschluss der Highschool im Jahre 1996 das Elternhaus und zog zu ihrer Schwester nach Toronto. 1997 kehrte sie für einige Monate zu ihren Eltern nach Victoria zurück und schrieb sich am Camosun College ein. Doch bereits nach kurzer Zeit konfrontierte sie ihre Eltern mit dem Entschluss, das College zu verlassen und sich ganz auf die Musik zu konzentrieren. Ihre Eltern waren mit dieser Entscheidung einverstanden, da sie die Studieneinstellung ihrer Tochter zuvor bemängelt hatten. Musikalische Wurzeln. Furtado spricht fließend Englisch und Portugiesisch und hat in diesen beiden Sprachen sowie auf Spanisch und Hindi bereits Lieder gesungen. Im Alter von 4 Jahren begann sie sich für Musik zu begeistern und erhielt Klavierunterricht. Inspiriert wurde sie dabei von ihrer Familie, da ihr Onkel und ihr Großvater Musiker waren und ihre Mutter in einem Chor gesungen hat. Als 7-Jährige erlernte Furtado das Spielen der Ukulele, mit 9 Jahren Posaune, mit 11 Jahren Keyboard und einige Jahre später Gitarre. Darüber hinaus nahm sie in der Kirche, die sie regelmäßig mit ihren Eltern besuchte, Unterricht in volkstümlichen portugiesischen Tänzen und war zudem Mitglied in einer portugiesischen Blaskapelle. Mit 12 Jahren begann Furtado ihre ersten eigenen Lieder zu schreiben. Zunächst war sie der Popmusik zugewandt, öffnete sich als Teenager aber einem breiten musikalischen Spektrum und hörte vorwiegend R&B, Hip-Hop sowie brasilianische Musik. Über ihren Bruder kam sie auch mit der Musik von Rockgruppen wie Radiohead, The Verve oder Oasis in Kontakt. Während einer Sommerreise durch Europa lernte Furtado die alte portugiesische Musikrichtung Fado kennen. Privates. Nach ihrem Erfolg bei der Grammy-Verleihung 2002 fasste Furtado den Entschluss, ein ruhigeres Leben zu führen und eine Familie zu gründen. Zu dieser Zeit führte sie mit Jasper Gahunja, bekannt als DJ Lilias, eine Beziehung. Sie kannten sich bereits einige Jahre und arbeiteten auch musikalisch zusammen. Gahunja war deshalb auch an der Entstehung der ersten beiden Alben Furtados beteiligt. Wenige Monate später meldete Furtado, dass sie von Gahunja schwanger war und ihr erstes Kind erwarte. Am 20. September 2003 brachte sie in Toronto eine Tochter zur Welt. 2005 trennten sich Furtado und Gahunja nach 4-jähriger Beziehung, blieben jedoch miteinander befreundet. Ihre Beziehung mit dem Tontechniker Demácio Demo Castellón, der auch an ihrem 3. Album Luz mitgearbeitet hat, hielt sie lange Zeit geheim. Im Sommer 2007 gab sie ihre Verlobung mit Castellón bekannt, am 19. Juli 2008 folgte die heimliche Hochzeit der beiden. Bei einem Auftritt in der britischen TV-Talkrunde Loose Women im April 2017 gab sie die Trennung von Castellón bekannt, die bereits im Sommer 2016 stattgefunden hatte. Ich bin jetzt Single. Jemand muss meinen Wikipedia-Eintrag aktualisieren, so hilft das meinem Liebesleben nicht. Musikalische Karriere. Anfänge.
Bei einem Aufenthalt in Toronto im Sommer 1995 lernte Furtado den Hip-Hopper Dallas Newkirk von der Gruppe Crazy Cheese kennen. Newkirk war von ihren musikalischen Fähigkeiten so überzeugt, dass er sie an den Aufnahmen für das neue Album der Gruppe, Join the Ranks, mitwirken ließ. Furtado steuerte dabei den Gesang zum Titel Weiteren für The Streets bei. Während sie in Toronto lebte, schrieb Furtado Songs, nahm Demobänder auf und absolvierte mit dem Trip-Hop-Duo Nelstar, das sie gemeinsam mit Newkirk gebildet hatte, Auftritte in verschiedenen Clubs. Zwar stieg das Interesse an Nelstar mit der Zeit, aber Furtado fühlte sich mit dem musikalischen Stil der Gruppe immer weniger verbunden, sodass Nelstar nach wenigen Monaten wieder zerbrach. Wow, Nelly. Noch vor ihrer zwischenzeitlichen Heimkehr nach Victoria hatte Furtado in Toronto am Honey Jam, einer Talentshow für R&B und Hip-Hop-Acts, teilgenommen. Beim Auftritt der damals 18-Jährigen wurden Gerald Eaton und Brian West von der Soul-Pop-Band The Philosopher Kings, die unter dem Namen Track und Field auch als Produzenten tätig waren, auf Furtado aufmerksam. Nachdem sie 1999 im Alter von 20 Jahren abermals nach Toronto gezogen war, stellte sie den Kontakt zu Eaton und West wieder her. Zusammen mit den beiden Produzenten schrieb Furtado einige Songs, die zum Teil später auch auf ihrem Debütalbum veröffentlicht wurden, und nahm ein Demoband auf, das an das Label DreamWorks geschickt wurde. Die Aufnahmen überzeugten die Verantwortlichen und so erhielt Furtado 1999 ihren ersten Plattenvertrag. Mit Partys Just Begun, Again, wurde bereits im selben Jahr ihr erster Song auf dem Soundtrack zum Kinofilm Brokedown Palace veröffentlicht. Im Oktober 2000 erschien schließlich das von Track und Field produzierte Debütalbum Wow, Nelly, welches Pop, Hip-Hop und Folk vereint und Elemente traditioneller Musikrichtungen wie brasilianischen Bossa Nova und portugiesischen Fado enthält. Das Album blieb zunächst weitgehend unbeachtet, doch die Verkaufszahlen wurden im Zuge von Furtados stetig steigender Bekanntheit durch Auftritte im Rahmen der Burn in the Spotlight Tour im Frühjahr 2001 und als Supporting Act für Moby's Area One Tour deutlich beflügelt. Auch der internationale Erfolg der Single-Auskopplungen im Like Bird und Turn Off the Light machte Furtado 2001 auf der ganzen Welt bekannt, sodass das Debütalbum letztendlich in zahlreichen Ländern Gold- und Platin-Status erzielte. Furtados Auftakterfolg erreichte 2002 mit 4 Grammy-Nominierungen sowie dem Gewinn des Grammys in der Kategorie Best Female Pop Vocal Performance für Im Like Bird ihren Höhepunkt. Zudem hatte sie die Aufmerksamkeit einiger etablierter Künstler geweckt, sodass es in der Folge zu mehreren gemeinsamen Projekten mit diesen kam. Folklore. Im Herbst 2002 begann Furtado gemeinsam mit Track und Field mit den Aufnahmen zu ihrem zweiten Album. Die Arbeit verzögerte sich durch ihre damalige Schwangerschaft, sodass erst im November 2003, rund 2 Monaten nach der Geburt ihrer Tochter Neves, das Album Folklore erschien. Das musikalische Konzept der Platte vermischt traditionellen portugiesischen Fado und modernen Pop. Als Inspiration hierfür nannte Furtado die äußere Erscheinung eines älteren portugiesischen Herrn in einer Jeans und einem T-Shirt mit der Aufschrift Coca-Cola, der ihr während ihres Urlaubs auf den Azoren begegnet war. Die Lieder sind im Gegensatz zu Wow, Nelly, überwiegend akustisch gehalten, um weniger die musikalische Untermalung, als vielmehr die melancholischen und nachdenklichen Texte in den Vordergrund zu stellen. In diesen setzt Furtado sich vorrangig mit ihren portugiesischen Wurzeln und ihrem Arbeiterklassenhintergrund auseinander, da sie den plötzlichen kommerziellen Erfolg der vergangenen Jahre verarbeiten und genauer ergründen wollte. Dabei vermeidet sie ihre bisherige abstrakte und metaphorische Ausdrucksweise und äußert ihre Gedanken in einer direkteren und persönlicheren Form. Obwohl die Lieder sich früheren Themen wie zum Beispiel der Selbstsicherheit anschließen, sind sie aus musikalischer Sicht jedoch nicht mit den radiotauglichen Popsongs des Vorgängers vergleichbar. Die Reaktion auf das Album fiel dann auch verhalten aus, sodass Folklore deutlich hinter dem Erfolg des Debüts zurückblieb. In den USA erreichten die Verkaufszahlen nur etwa ein Viertel von Wow, Nelly. Im Gegensatz dazu erhielt das Album in Deutschland weitaus größere Beachtung. Furtado konnte sich mit Folklore sowie mit den Singles Powerless,
Say What You Want, und Forza, dem offiziellen Titelsong zur Fußball-Europameisterschaft 2004 in Portugal, erstmals in den Top 10 der deutschen Album- und Singlecharts platzieren. Später vermutete sie in einem Interview, dass die deutschen Fans das Album wegen seiner Gedankenversunkenheit so sehr mögen würden. Am 4. Juli 2004 wurde Furtado die Ehre zuteil, Forza vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft im Estadio da Luz in Lissabon und vor 153 Millionen Fernsehzuschauern zu präsentieren. In der Folge zog sie sich weitgehend ins Privatleben zurück und widmete sich vorrangig der Erziehung ihrer Tochter. Luz. Furtado bei Rock am Ring, 2006. Furtado in der Manchester Arena, 2007. Furtados drittes Album sollte einen neuen Stil erhalten und so wurden im Vorfeld die alten Strukturen gelöst. Sie hatte sich von ihren Produzenten Track und Field getrennt und auch ihre alte Plattenfirma existierte nicht mehr, sodass sie nun beim Label Geffen Records unter Vertrag stand. Nachdem sich Furtado vergeblich an einige andere Produzenten gewandt hatte, wurde sie sich schließlich mit Timbaland einig, den sie bereits seit 2001 durch die gemeinsame Arbeit am Get Or Free Con Remix mit Missy Elliott kannte. Die erneute Zusammenarbeit verlief so gut, dass anstatt eines einzelnen Titels zahlreiche neue Songs für ihr kommendes Album entstanden. Dies schlug sich auch im Stil Furtados nieder, der jetzt hauptsächlich von Hip-Hop und R&B-Einflüssen geprägt war und welchen Furtado selbst als Punk-Hop bezeichnete. Am 9. Juni 2006 erschien schließlich ihr drittes und bis heute erfolgreichstes Album Luz. Furtado stürmte damit in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Albumcharts, was ihr zuvor weder mit Wow, Nelly, noch mit Folklore gelungen war. Auch die aus Luz veröffentlichten Singles avancierten zu großen internationalen Erfolgen. So führte der Titel All Good Things Come to an End, den sie gemeinsam mit Coldplay-Sänger Chris Martin geschrieben hatte, 6 Wochen lang die deutschen Singlecharts an. Say It Right konnte weltweit sogar über 7 Millionen Einheiten absetzen und ist damit die bisher erfolgreichste Single in Furtados Karriere sowie ihrer Plattenfirma. Zugleich wurde aber auch deutlich, dass Furtado ihr Image spürbar geändert hatte. In den neuen Musikvideos gab sie sich deutlich lasziver und freizügiger als bislang gewohnt, weshalb ihr von Fans und Medien vorgeworfen wurde, durch Überbetonung ihrer Sexualität höhere Verkaufszahlen erreichen zu wollen. Folglich bot der Playboy Ende 2006 $500.000 für Nacktaufnahmen, Furtado lehnte das Angebot jedoch ab. Im Februar 2007 startete Furtado mit der Get Loose Tour ihre bislang umfangreichste Welttournee, welche auch einen Auftritt in ihrer Heimatstadt Victoria umfasste. Deren Vertreter erklärten in diesem Rahmen den 21. März, Frühlingsanfang, zum alljährlichen Nelly Furtado Day. Unmittelbar nach dem enormen kommerziellen Erfolg ihres dritten Albums wurde Furtado von Geffen Records dazu gedrängt, Luz in spanischer Sprache neu aufzunehmen. Sie ließ sich von dieser Idee jedoch nicht begeistern und erteilte ihrer Plattenfirma eine Absage. Mi-Plan. Furtado bei ihrer Einführungszeremonie auf Kanadas Walk of Fame in Toronto, 2010. Im Oktober 2008 begann Furtado gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Gitarristen der Philosopher Kings, James Bryan, mit der Arbeit an ihrem 4. Studioalbum Mi-Plan. Mit ihrer ersten Aufnahme, einem englischsprachigen Titel, war sie jedoch sehr unzufrieden und wusste nicht, wie sie ihre kreative Blockade überwinden könnte. Der kubanisch-kanadische Sänger und Songwriter Alex Cuba, der ebenso an der Produktion von Mi-Plan beteiligt gewesen ist, konnte Furtado schließlich davon überzeugen, sich ihren lang ersehnten Wunsch zu erfüllen und ein Album in ausschließlich spanischer Sprache aufzunehmen. Zuvor hatte sie dies aufgrund ihrer unzureichenden Spanischkenntnisse stets abgelehnt. Für Furtado war die spanische Sprache nach den vergangenen stressigen Jahren eine neue Energie- und Inspirationsquelle, durch die sie ihre Gedanken und Emotionen leichter ausdrücken konnte. Alle Titel basieren auf realen Emotionen und selbst erlebten Situationen und handeln erstmals überwiegend von dem Thema Liebe. Daher bezeichnet Furtado Mi-Plan auch als ihr bisher persönlichstes Album.
Furtados viertes Werk enthält zudem zahlreiche Zusammenarbeiten mit international zum Teil weniger bekannten Künstlern, von denen einige dem Bereich Latin Pop zuzurechnen sind, darunter Concha Bueca, Alex Cuba, Alejandro Fernández, Josh Groban, Juan Luis Guerra, Marla Rodriguez und Julieta Venegas. Furtado hatte sich ebenso vorgenommen, gleichzeitig ein portugiesischsprachiges Album auf den Markt zu bringen. Während der Arbeit an dem Album wurde ihr jedoch bewusst, dass ein solches Projekt eine intensivere Auseinandersetzung mit der portugiesischen Musikkultur erfordern würde, weshalb sie das Projekt vorerst auf unbestimmte Zeit verschob. Des Weiteren trennte sich Furtado von Geffen Records und gründete Anfang 2009 mit Nelstar ihr eigenes Plattenlabel, das als Indie-Label konzipiert und Teil der kanadischen Labelgruppe Lastgang ist. Mi-Plan wurde in Zusammenarbeit von Nelstar und der Tochtergesellschaft Universal Music Latino des Major-Labels Universal Music Group am 11. September 2009 in Deutschland veröffentlicht. Die weltweiten Verkaufszahlen reichten jedoch nicht annähernd an die der Vorgängeralben heran, sodass Mi-Plan der bisher größte kommerzielle Misserfolg Furtados wurde. In Deutschland erlangte das Album immerhin Goldstatus, womit ihr wenigstens ein Achtungserfolg gelang. Am 12. Februar 2010 trat Furtado gemeinsam mit ihrem Landsmann Bryan Adams während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver in ihrem Heimatland Kanada auf. 2 Tage später folgte ein einstündiger Auftritt im Rahmen einer olympischen Konzertreihe. Als Anlass zu ihrem 10-jährigen Bühnenjubiläum wurde am 12. November 2010 Furtados erstes Greatest Hits Album mit dem Titel The Best of Nelly Furtado veröffentlicht, welches neben ihren größten Hits auch 3 neue Lieder enthält. The Spirit Indestructible. Furtado begann noch vor der Veröffentlichung von Mi-Plan mit der Arbeit an ihrem 5. Studioalbum. Sie wollte dieses bereits im Frühjahr 2010 unter dem Titel Lifestyle veröffentlichen, entschied sich nach ihrer mehrwöchigen Mi-Plan-Tour im selben Jahr aber dazu, die Arbeit fortzusetzen und das Album unter neuem Namen zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt zu bringen. Vor Beginn der Aufnahmen fühlte Furtado jedoch Unlust und Unsicherheit bezüglich ihrer Musikerkarriere und spielte ernsthaft mit dem Gedanken, diese zu beenden und in anderen künstlerischen Tätigkeitsbereichen aktiv zu werden. Während der Aufnahmen änderte sie jedoch ihre Einstellung und veröffentlichte im September 2012 schließlich ihr 5. Werk The Spirit Indestructible. Dieses ist in musikalischer Hinsicht eine Mischung aller ihrer bisherigen Alben, wobei urbane Klänge aber wieder stärker im Vordergrund stehen. So enthält es ihren eigenen Angaben zufolge die Ecken und Kanten von Wow, Nelly, die Melancholie von Folklore, die Dynamik von Luz und die Leidenschaft von Mi-Plan. Gleichzeitig bilden die Erinnerungen an ihre Jugend und ihr damit verbundener künstlerischer Werdegang das musikalische und textliche Fundament von The Spirit Indestructible. Weitere Leitmotive sind Spiritualität und der damit verbundene Glaube an die eigene innere Stärke, die unter anderem von Furtados Erlebnissen auf ihren wohltätigen Reisen nach Kenia im Jahre 2011 beeinflusst sind. Zusätzlich ließ die Sängerin sich von dem Mut und der Zuversicht der Menschen inspirieren, die an dem arabischen Frühling und der Occupy-Bewegung teilgenommen oder schlimme Naturkatastrophen, wie beispielsweise das Tohoku-Erdbeben 2011 in Japan, überlebt haben. Als Produzenten haben überwiegend Rodney Darkchild Jerkins und Salam Remi, aber auch Michael Angelakos, der Frontsänger der Elektropop-Band Bash & Bit, an dem Album mitgewirkt. Jerkins zeichnet sich überdies für die Musik verantwortlich, die Furtado in den 1990ern selbst als Jugendliche gehört hat und die wiederum die Inspirationsquelle für The Spirit Indestructible gewesen ist. Während Kritiker vor allem die Diversität von Furtados erstem englischsprachigen Album seit über 6 Jahren lobten, blieben die Verkaufszahlen erneut deutlich hinter den Erwartungen zurück. Auch die beiden im Voraus veröffentlichten Singles Big Hoops, Bigger the Better und Spirit Indestructible konnten nicht annähernd an die hohen Chartpositionen der Loose-Singles anknüpfen. Im Gegensatz dazu platzierte The Spirit Indestructible sich allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den vordersten Rängen der Albumcharts. The Right.
Nach mehrjähriger musikalischer Pause kündigte Furtado im Sommer 2016 ein neues Album für das folgende Jahr an. Als Appetitanreger sollten 2 Titel dienen, die später jedoch nur auf der Deluxe-Version des Albums vertreten sein würden. Behind Your Back wurde am 13. Juli zunächst exklusiv auf Spotify veröffentlicht, am 9. September folgte Islands of Me. Furtados 6. Studioalbum The Right erschien am 31. März 2017. Bereits am 15. November 2016 war die Vorab-Single Pipe Dreams veröffentlicht worden, Ende Januar 2017 der Track Cold Hard Truth. Schauspielerei. Schon bei ihrem Durchbruch 2001 äußerte Furtado den Wunsch, neben der musikalischen Karriere auch schauspielerisch tätig werden zu wollen. Erste Erfahrungen sammelte sie bei Theatervorführungen während der Schulzeit. Um ihre Fähigkeiten im Schauspiel zu verbessern, nimmt sie seit mehreren Jahren Unterricht. Sie erklärte das Mitwirken in einem Kinofilm zu ihrem primären Ziel. 2006 war sie für das Independent-Drama Nobody's Hero im Gespräch, doch das Vorhaben scheiterte, weil sie wegen der Promotion für ihr 3. Album Lose keine Zeit für die Aufnahmen hatte. Bisher hatte sie Gastauftritte in einigen US-amerikanischen und portugiesischen Serien wie beispielsweise 2007 in CSI, New York. Im darauffolgenden Jahr spielte sie im Kinofilm Max Payne die Rolle der Christa Balder, die Frau eines Freundes des titelgebenden Max Payne, dargestellt von Mark